Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. I promised you yesterday that I will tell you a story today. Ich habe dir gestern versprochen, dass ich dir heute eine Geschichte erzähle. A few years ago I was preaching here in São Paulo at a conference. Vor ein paar Jahren predigte ich hier in São Paulo auf einer Konferenz. There were maybe 500 or 600 people. Es waren ca. 500 bis 600 Leute. And I was in the middle of the preaching. Ich war mitten in meiner Predigt And I saw a group of people walk in. und sah eine Gruppe von Menschen hereinkommen. Now, the pastor had told me that day Der Pastor hatte mir an dem Tag gesagt, that he invited the mayor of the town to come to the meeting, dass er den Bürgermeister der Stadt eingeladen hatte, zur Veranstaltung zu kommen, to listen to this Austrian missionary preach. um diesen österreichischen Missionar predigen zu hören. So anyhow, obviously the mayor came very late because I was already in the middle of preaching. Offensichtlich kam der Bürgermeister sehr spät, denn ich war ja schon mitten in der Predigt. And I did not know that he was the mayor, but I kind of had a feeling. Ich wusste nicht, dass es der Bürgermeister war, hatte aber so ein Gefühl. He came with a whole group of people, his wife, his parents, and whatever, a whole bunch of uncles, I think, and aunts. Er kam mit einer ganzen Gruppe von Leuten, seiner Frau, seinen Eltern und noch anderen. You know, and as I saw him walk in, knowing that he's not a Christian, Als ich ihn in dem Wissen, dass er kein Christ ist, hereinkommen sah, I kept quietly praying in my heart while I continued to preach. da betete ich still in meinem Herzen, während ich weiter predigte. Lord, I really want some word, especially from heaven, to show this man that you are alive and that you care. Herr, ich möchte ein paar besondere Worte vom Himmel, um diesem Mann zu zeigen, dass du lebst und Interesse an ihm hast. And you know what happened? Weißt du, was passierte? God revealed to me the secrets of his wife's heart. Gott offenbarte mir die Geheimnisse des Herzens seiner Frau. Now, nothing bad, Nichts Schlimmes, because, prophecy is not bad. denn Prophetie ist nicht schlimm. That mayor's wife had planned a special project for the coming Tuesday, and that was on Sunday in the meeting. Seine Frau hatte ein besonderes Projekt für den darauffolgenden Dienstag geplant und unsere Veranstaltung war sonntags. And they wanted to start it on Tuesday in the school. Und sie wollten damit am Dienstag in der Schule starten. It was her heart desire, and the mayor gave her permission. Es war ihr Herzenswunsch und der Bürgermeister gab ihr die Erlaubnis. But they didn't sure how the project would work, so they said on Tuesday we start with one school, and if it works, we're going to get it to all the schools. Aber sie waren nicht sicher, wie es laufen würde, deshalb entschieden sie, mit einer Schule anzufangen und es, wenn es gut läuft, auf die anderen Schulen auszuweiten. Nobody knew, only the mayor and his wife. Niemand wusste davon, nur der Bürgermeister und seine Frau. It was supposed to be a surprise for the town. Es sollte eine Überraschung für die Stadt werden. And the Lord showed the whole thing to me. Und der Herr zeigte mir alles. And I pointed at the woman and I told her everything that was in her heart. Und ich zeigte auf die Frau und sagte ihr alles, was in ihrem Herzen war. She just breaks down sobbing and crying. Sie brach schluchzend und weinend zusammen. And then the mayor, who is not a Christian, asked the pastor if he can take the microphone and say something. Dann fragte der nichtchristliche Bürgermeister den Pastor, ob er das Mikrofon nehmen und etwas sagen könne. And of course, even though it was a church meeting, but it's the mayor of the town, the pastor didn't want to say no. Natürlich sagte der Pastor beim Bürgermeister nicht nein. And he took the microphone and he said, Er nahm das Mikrofon und sagte, it was just so funny. das war so komisch. It was saying, basically, hard to translate in English. He says, "Oh Mary, Mother of God, Er sagte in etwa, O Maria, Mutter Gottes, Mother of Heaven." Mutter des Himmels. And then he continued like this: Und fuhr dann fort, God is truly here. Gott ist wirklich hier. This man must be a prophet, Dieser Mann muss ein Prophet sein. because everything he said was the secret that nobody knew. Denn alles, was er sagte, war ein Geheimnis, das keiner wusste. You see, and that's what Paul is saying. Davon spricht Paulus. Paul is saying that the prophetic gift is supposed to bring attention to God. Er sagte, dass die prophetische Gabe die Aufmerksamkeit auf Gott lenken soll. But when you all speak in tongues where you yourself edify yourself, it doesn't bring any attention to God. Aber wenn alle in Sprachen reden, um sich selbst zu erbauen, dann lenkt das die Aufmerksamkeit nicht auf Gott. It just makes you look like a bunch of silly people before the unbelievers. Das lässt alle in den Augen der Ungläubigen nur dumm aussehen.
So now he continues to give us some practical guidelines how to use the gifts. Jetzt gibt er uns im Folgenden einige praktische Richtlinien zum Gebrauch der Gaben. Verse 26, beloved friends, what does all this imply? Vers 26. Geliebte Freunde, was bedeutet das alles? When you conduct your meetings, you should always let everything be done to build up the church family. Wenn ihr eure Zusammenkünfte abhaltet, solltet ihr immer alles daran setzen, um die Gemeindefamilie zu erbauen. Paul, you've said this so many times. Why do you say it again? Paulus, du hast das schon so oft gesagt. Warum jetzt wieder? Because Paul saw how serious it is when the church becomes immature, doesn't love, and is selfish. Weil Paulus erkannte, wie ernst es ist, wenn die Gemeinde unreif ist, nicht liebt und eigennützig ist. He says, whether you share a song or praise, a teaching, a divine revelation, or a tongue interpretation, let everything contribute what strengthens others. Er sagt, ob ihr nun ein Loblied, eine Lehre, eine göttliche Offenbarung oder eine Sprachenrede inklusive Auslegung weitergebt, soll jeder das beitragen, was die anderen stärkt. I love this. Das liebe ich. Look, what would be if every single person who says or does anything in a church meeting Was würde passieren, wenn jeder Einzelne, der bei einem Gemeindetreffen irgendetwas sagt oder tut, always ask the simple question before the person starts to share it? immer die einfache Frage stellt, bevor er anfängt, etwas weiterzugeben. Will it strengthen the others? Wird es die anderen stärken? If it doesn't, I will not share it. Wenn nicht, werde ich es nicht weitergeben. I mean, it's a simple thing and yet it seems so difficult. Das ist so etwas Einfaches und trotzdem scheint es so schwer zu sein. Just think. Denk mal, The only motive that anybody does anything in a meeting is to strengthen the others. unser einziges Motiv bei einem Treffen, etwas weiterzugeben, wäre, die anderen zu stärken. I believe a lot of things would never be said and never be done. Ich glaube, dann wäre vieles nie gesagt und getan worden. Just think about the offering. Denk einfach mal an die Kollekte. I mean, we talk about the offering not to strengthen the others, but that we can finance the system called church. Über die Kollekte wird nicht gesprochen, um andere zu stärken, sondern um das System, genannt Gemeinde, zu finanzieren. Everything needs to be done to strengthen others. Alles muss getan werden, um andere zu stärken. You know, if every time we go to the meeting, we would say to ourselves, Wenn wir jedes Mal, wenn wir zu einem Treffen gehen, zu uns selber sagen würden, Lord, I am mature, which means I love. Herr, ich bin reif, das heißt, ich liebe. I'm going to this meeting because I want to express that love. Ich gehe zu dem Treffen, weil ich diese Liebe ausdrücken möchte. Will you please allow me to build up and strengthen the others? Bitte erlaube mir, die anderen aufzuerbauen und zu stärken. I had a very difficult day today, but who cares? Ich hatte heute einen sehr schwierigen Tag, aber was soll's? It's selfishness, which is lack of love, which is immaturity to go to the meeting and cry. Es ist Egoismus, also Mangel an Liebe, also Unreife, wenn ich zu dem Treffen gehe und jammere. It is maturity to go to the meeting to strengthen others. Es ist Reife, zu der Versammlung zu gehen, um andere zu stärken. Reinhard, how can I strengthen others when I had a terrible day and feel really lonely and weak? Reinhard, wie kann ich andere stärken, wenn ich einen furchtbaren Tag hatte und mich wirklich einsam und schwach fühle? Well, look what Paul is saying in the whole chapter. Schau, was Paulus im gesamten Kapitel sagt. It's not the cleverness, the strength, and the wisdom of Reinhard. It's the gifts of the Spirit. Es ist nicht Reinhards Klugheit und Weisheit, die die anderen stärkt. Es ist die Gabe des Geistes. And the Spirit is strong even when you are weak. Und der Geist ist stark, selbst wenn du schwach bist. If every Christian would go to every meeting with this attitude, always would there be an edified church. Wenn jeder Christ zu jeder Versammlung mit dieser Einstellung gehen würde, dann gäbe es immer eine erbaute Gemeinde. So next time you go, when the Christians meet, simply ask this question. Also, das nächste Mal, wenn du dich mit Christen triffst, dann stell dir einfach diese Frage. Why am I going? Warum gehe ich? And if the answer is not to edify people, then don't go. Und wenn die Antwort nicht ist, um andere Menschen zu erbauen, dann gehe nicht hin. And before you open your mouth and share anything, ask yourself this question. Und bevor du deinen Mund aufmachst und etwas mitteilst, frag dich, Will it strengthen the others? ob das die anderen stärken würde. And if it doesn't, hold your breath. Wenn dem nicht so ist, dann sei still. See you tomorrow. Bis morgen.